Greetings, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ihr seht es wahrscheinlich schon am Overlay, wir machen heute nochmal eine kleine Theoriestunde. Und zwar möchte ich mit euch heute über das Thema reden, warum konsumieren die meisten, in Klammern Europäer, eigentlich mit Tabak? Warum ist das so? Da fallen mir verschiedene Gründe ein. Einerseits kann es zum Beispiel aus Kostengründen geschehen. Man möchte aus einer Konsumeinheit möglichst viel rausholen, zum Beispiel wenn man in einer Gruppe konsumiert. Ein weiterer Grund wäre auch die Potenzreduzierung, dass man quasi zu starkes Material ein bisschen abschwächt, indem man nicht zu viel in einen Joint mit reinbaut. Ein weiterer Grund wäre das Handling, denn es lassen sich einfach größere Joints einfacher bauen bzw. benötigen weniger Fingerspitzengefühl als kleinere bzw. sehr dünne Joints. Und als letzten Grund habe ich hier noch die Pseudopotenzmaximierung. Viele Leute denken, dass mit Tabak gemischt das Gras einfach mehr wirkt. Denn mit Tabak gemischt hat man einen schnelleren Wirkeintritt und man hat außerdem auch noch neben dem Nikotinrausch den Rausch des Kohlenmonoxids. Bleiben wir mal bei dem schnellen Wirkeintritt und machen einen kleinen Exkurs. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen einem schnellen Wirkeintritt und Suchtpotenzial? Inhaliertes Nikotin ist zum Beispiel wesentlich suchterzeugender als andere Applikationswege, wie zum Beispiel Pflaster oder ein Nikotinkaugummi. Das konnte nämlich schon 1984 bei einer Studie gezeigt werden. Wenn wir das mit Heroin vergleichen, da ist es auch so, dass sehr viele Konsumenten einen Kontrollverlust erst bei intravenösem Konsum erfahren und während sie das Material geraucht oder geschnupft haben, quasi in Anführungsstrichen alles unter Kontrolle hatten. Und wir wissen, dass der intravenöse Konsum die am schnellsten wirkende Konsumform ist. Auch das konnte in Studien gezeigt werden, unter anderem in einer von 2014. Dann kann man noch den Vergleich zwischen Kokain und Crack ziehen. Das ist beides nämlich der gleiche Stoff, und zwar Kokain, während das Koks aber das wasserlösliche Salz ist und Crack die rauchbare Base. Und geraucht wirkt Crack viel, viel schneller, klingt aber auch viel schneller wieder ab und ist daher so verheerend suchterzeugend. Es gibt zum Beispiel viele Konsumenten, die sagen, dass sie beim Schnupfen von Kokain ihr Leben noch in Anführungsstrichen unter Kontrolle hatten, sobald sie aber angefangen haben zu rauchen, das Leben außer Kontrolle geriet. Eine Studie von 2005 hat nämlich gezeigt, dass generell ein schneller Wirkeintritt von Drogen im Gehirn bestimmte Bereiche aktivieren kann, die dann das Verlangen nach diesen Substanzen erhöhen kann. Und diese Aktivierung kann dann dazu führen, dass Menschen halt ein viel stärkeres Verlangen nach der entsprechenden Substanz entwickeln und somit ein viel höheres Risiko für Suchtverhalten besteht. Man kann also als Fazit sagen, je schneller eine Substanz wirkt, desto schneller ist auch dessen Suchtpotenzial. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal grafisch anschauen und wir auf der Y-Achse die subjektiv verspürte Wirkung haben in Minuten und auf der X-Achse die Zeit nach Konsum in Minuten, dann können wir sehen, dass der Konsum von einer Tabak-Cannabis-Mischung kurz nach der Inhalation eine plötzliche Wirkung wie Schwindel, Kribbeln und Euphorie erzeugt. Das flacht dann aber relativ schnell wieder ab und geht dann in die typische Cannabis-Wirkung über nach ein paar Minuten. Schauen wir uns diesen Verlauf aber von THC bzw. von reinem Cannabis anders konsumiert wird, dann sehen wir, dass die Wirkung viel später ihren Peak erreicht als im Joint, der aus Tabakmische bestand. Erst nämlich so nach ca. 5 Minuten. Und wenn wir uns jetzt das Ganze nur für Nikotin anschauen, dann erklärt sich nämlich auch das schnelle Anfluten der Tabak-Joint-Mische, denn das ist dem Nikotin geschuldet. Den Schwindel, den man dabei verspürt, ist darauf zurückzuführen, dass der Körper plötzlich einer hohen Dosis Nikotin ausgesetzt wird, was dazu führt, dass die Blutgefäße sich verengen, es gibt einen höheren Blutdruck und wir verspüren Schwindel. Das Kribbeln kann so erklärt werden, dass das Nikotin das Zentralnervensystem beeinflusst und kann so zu einer kurzzeitigen Übererregung unserer Neuronen führen, was dann in unserem ganzen Körper ein Kribbeln auslöst, und die Euphorie lässt sich dadurch erklären, dass Nikotin die Freisetzung von Dopamin stimuliert, was mit Belohnung und Vergnügen assoziiert ist. Das ist, denke ich mal, jedem bekannt.
Wenn wir jetzt allerdings die Graphen übereinander legen, dann können wir auch erklären, warum ein Tabak-Cannabis-Joint wesentlich schneller und stärker zu wirken scheint. Das liegt nämlich daran, dass wir ein Zusammenspiel aus der THC und der Nikotinwirkung haben. Und genau das ist auch ein Grund, warum viele Menschen Probleme haben, auf das Vaporisieren oder alleine nur auf das Purrauchen umzusteigen, weil ihnen einfach diese schnelle Antwort des Körpers, die das Nikotin bringt, fehlt. Ich kenne das zum Beispiel auch von mir, dass ich was konsumiert habe und dann viel zu ungeduldig war, um zu warten, bis sich die volle Wirkung entfaltet und ich mir dachte, da kommt ja nichts mehr und noch mehr konsumiert habe, nur um einfach 10 Minuten später festzustellen, dass der erste Konsum auch voll und ganz ausgereicht hätte. Das war's auch schon für die heutige Theoriestunde. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich hoffe, es war interessant. Habt ihr das auch schon mal beobachtet? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Leute, ich interessiere mich wirklich für eure Kommentare, weil ich möchte ja auch wissen, ob es anderen Leuten so geht, wie es mir geht. Vielleicht lässt sich ja dann irgendwann aus euren Kommentaren irgendwie ein Graph oder vielleicht sogar ein ganzes Video daraus basteln. Keine Ahnung. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.